Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian. Melanie ist schon in den Büschen verschwunden, denn wir sind wieder auf der Suche am Atlantikwall in Norwegen nach ehemaligen Stellungen der Deutschen hier im Zweiten Weltkrieg. Und wir sind heute am Küstenfort Weg oder Wack. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nummer für die Heeresküstenbatterie heißt. Und es wird schon wieder stürmisch. Und wir müssen mal gucken, weil Melanie hat mich gerade eben gerufen, bevor ich hier gestartet bin, und sie hat irgendwas gefunden. Da lasse ich mich jetzt mal überraschen, was das ist. Also sie hat gesagt, hier würde noch irgendwie was von einer Kanone stehen. Sie hat sich da ein bisschen mehr mit, ach du grüne Neune, befasst wie ich. Oh, das ist ja mal ein Klopper. Wow. Aber da steht 1918 dran. Ja, ich weiß nur, dass jetzt offene Bettungen für 4 cm Kanonen gewesen sind. Aber wir wissen jetzt nicht, welcher Typ genau. Aber das hat man absolut selten, oder? Hey, das sieht so krass aus. Vor allem du daneben. Ey, die ist ja mal gewaltig. Aha, eine Bofors. Wieder schwedischer Hersteller, hat man ja schon häufiger gehabt. Aber jetzt sehen wir hier genau den Typ. Also hier wieder aus einer schwedischen Schmiede. Vielleicht haben die Deutschen das ja von den Norwegern sich geschnappt und die im Prinzip dann hier selbst aufgebaut. Boah, ey, dass das hier noch steht, ey, das ist ja ein Riesenklopper. Und jetzt könnt ihr das hier nämlich mal sehen, was wir euch immer gezeigt haben. Hier unten ist ja nur diese Bettung. Na, hier ist der Sockel, hier wurde das verschraubt und jetzt seht ihr mal, wie das ausgesehen hat. Hier ist noch ein zweiter Ring, wo die Kanone letztendlich aufgesessen hat. Das wurde miteinander verbunden. Dann kommt hier der Sockel. Hier ist die Kanone aufgesetzt, arretiert. Hier ist das Kanonenrohr drauf und so weiter und so fort. Und hier an der Stelle hat man sie tatsächlich nicht abgebaut. Na, man hat natürlich hier alles Mögliche entfernt, was es hier zu entfernen gab. Aber die Kanone, der Grundkörper an sich, ist immer noch da. Und wir können ja auch sehen, hier unten geht es wohl rein. Hier liegt auch irgendwie Müll drin, aber auch merkwürdig, obwohl das so weit ab vom Schuss hier ist. Hier sind 2 Bunker, gucken wir uns gleich nochmal an. Aber wir gucken uns eben erstmal hier die Kanone nochmal in Ruhe an. Gucken wir uns jetzt hier eben erstmal nochmal in Ruhe die Kanone an. Also man hat hier das Kanonenrohr aber zerstört und hat hier vielleicht eine Ladung reingesetzt und das Ganze hier zur Detonation gebracht. Und danach war das wahrscheinlich für die Alliierten oder wer da hier gewesen ist, das Ganze dann auch genug. Aber das ist wirklich Wahnsinn, dass man das jetzt hier nochmal in so einer Bettung mal komplett sieht. Ja, man kann wirklich kaum fassen, dass das hier noch steht. Also ich bin da wirklich sehr begeistert, weil man einfach mal das Ganze im Zusammenhang halt sieht. Ne? Und das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob das hier noch so eine Art Kanonenschild ist. Wie gesagt, das ist ja eigentlich nur noch der Grundkörper. Hier ist alles abgeschraubt, das nicht nied- und nagelfest war, aber trotzdem ist das so kolossal, dieses Geschütz. 10 cm Kanone. Das ist wirklich heftig. So, ich würde sagen, wir steigen mal hier runter. In diesen Bereich der Bettung. Ja, das ist irgendwie ein ganz alter Eimer. Hier hat vielleicht einer auch mal seinen Müll so ein bisschen entsorgt, weil hier keiner hinkommt. Da ist, glaube ich, noch ein alter Eimer drin. Ich glaube, hier sind noch alte Relikte drin, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht hier teilweise sehr alt aus. Ich habe heute schon mal so eine Erfahrung hinter mir, indem ich so in so eine Brühe abgetaucht bin, mehr oder weniger. Oh nein. Die Hose ist nass. Die Hose ist nass. Wie hast du das denn jetzt schon wieder geschafft? Es ist tiefer, als ich gedacht habe. Eine Hose habe ich noch.
Weil hier drin jetzt gerade wieder irgendwelche Relikte waren. Und dann habe ich wieder nicht nachgedacht. Einfach rein. Kommt jetzt in unserer Dreckskarre auch nicht nach. Aber mich hört ja immer keiner. Vielleicht. Melanie hat gesagt, es kommt in unserer Dreckskarre eh nicht mehr drauf an. Ah, da kann ich jetzt gar nicht hier richtig rein, oder wie? Kriege ich erstmal nicht rausgefischt da. Also es sind so alte Zinneimer und ja, so verschiedene Sachen irgendwie. Aber das ist jetzt, wenn das jetzt alles vollgelaufen ist, schwierig. Das läuft sich jetzt richtig gut mit dem Gummistiefel und die Socke voll. Schöne Grüße gehen an unseren Spurensucher Andy raus. Der ist auch schon mal zweimal die Warthose kaputt gegangen und dann alles nass. Aber hier war ich selbst dran schuld. So, wir suchen auf jeden Fall noch weitere Bettungen in diese Richtung. Let's go. So, wir haben jetzt wieder einen kleinen Pfad gefunden. So ein Tierpfad hier, der aber in die richtige Richtung geht, wo wir hinwollen. So sieht der ganze Spaß aus hier. So Leute, hier muss jetzt irgendwo noch eine Kanone sein. Ah ja, oh. Es ist tatsächlich noch eine Kanone hier verbaut. Also die man jetzt noch sehen kann. Boah, guckt euch das mal an, ey. Wir sind hier wirklich vollkommen im Niemandsland. Ey, das ist so ein bisschen wie in Japan. Also auf diesen Solomonen-Inseln, was die Japaner sich im Pazifik wo sie gekämpft haben und ihre Stellungen gebaut haben. So ungefähr fühlt sich das an. Weil hier alles zugewachsen ist halt. Das ist wirklich krass. Hier ist ein bisschen mehr noch dran auch. Aber es ist, glaube ich, wieder so. Und man hat auch wieder hier das Rohr so zerstört. Also hier eine geballte Ladung oder irgendwas. Und dann das Ganze gesprengt. Wahnsinn. Also ich denke, das ist das gleiche Modell. Ja, Bofors 1918, 10, steht wahrscheinlich 10 cm, ja, 10C-M, das kann ich nicht lesen. Gewicht 213 Kilogramm. Boah, ist das fett. Ist das krass. Also das ist wirklich Wahnsinn, dass man das so jetzt mal an einer Batterie findet. Das, was wir zum Teil immer wieder gezeigt haben, offene Bettung, bliblablub, aber das Geschütz fehlt halt. Und jetzt haben wir hier schon das zweite Geschütz, auch wenn es halt zerstört wurde, aber die Grundkonstruktion, der Grundkörper, der Lauf und so weiter, das ist halt alles noch vorhanden. Und das alleine, das ist brachial. Ne? Das ist wirklich unfassbar, dass man das hier noch sieht. Und das sind nur 10 cm Kanonen. Ne? Also es gab hier noch 15er, es gab 12er, es gab 17er, 30er, wo wir euch die riesigen Verbunkerungen auch schon gezeigt haben. Und jetzt versuche ich es hier einfach nochmal in dieser Bettung. Aber ich glaube, das ist auch alles voll Wasser. Ah, ne, hier nicht. Hier komischerweise, ja, ein bisschen halt nur. Okay.
Und hier ging es wieder in diesen Graben her. Der ist auch schon komplett wild. Alles schon zugewachsen, Wasser drin. Ist schon ein eigenes Biotop hier wieder. Also wie gesagt, das erinnert mich vom ersten Blick her, wenn das jetzt nicht schon runtergefallenes Laub wäre, wie die Solomon-Inseln oder sowas, also im Pazifikkrieg, wo Japan Stellungen gebaut hat. So hatte ich jetzt so den Eindruck hier. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ja. So, Melanie kämpft da draußen schon mit den Moskitos. Auch das ist eigentlich ein Zeichen eher, dass man im Dschungel ist. Ich gehe jetzt mal hier rein. Hier habe ich jetzt, glaube ich, noch Glück. Aber hier ist nur ein bisschen moderner Müll. Und sonst sehe ich nichts. Das war jetzt im Prinzip alles. Hier oben ist noch die Holzverschalung drin. Und das war's. Mehr sehen wir hier nicht. Und das gleiche wird da drüben auch sein. Auch hier liegt schon alter Müll drin. Der ist zwar jetzt auch nicht ganz frisch, aber ist auch alles moderner Müll. Ja Leute, gerade war es nochmal mörderisch. Wir sind jetzt hier diesen steilen Hang hier hochgekommen und haben hier das entdeckt. Das muss eine weitere Bettung gewesen sein. Allerdings haben wir jetzt hier keine Kanone. Man sieht hier noch so ein bisschen, wie es hier reingeht. Alles wieder mit Bruchstein. Und da hinten kann man die Küstenlinie erkennen. Und da wird hier das Geschütz gestanden haben, aber hier ist jetzt nichts mehr zu sehen. Ich hänge. Auch keine Relikte jetzt auf den ersten Blick. Nur so eine Bettung mit Bruchstein. Hier ist noch eine weitere, hier unten. Was Kleineres. Aber das war's. Und da hinten könnt ihr das erkennen. Küstenlinie sind ein Haufen Moskitos, ey. Unfassbar. Ja, also wir haben noch eine Bettung. Die wollen wir jetzt auch noch finden. Vielleicht haben wir da Glück, noch mal eine Kanone zu entdecken. Aber die ersten beiden, die wir schon gefunden haben, die waren ja auch schon Highlight. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Jo, wir kämpfen uns den Weg durchs Unterholz. Ihr seht es ist alles dicht. Man sucht sich irgendwo irgendwas, was aussieht wie ein Weg. Aber hier haben sie sich auch eingegraben. Man sieht es halt einfach noch. Ne? Auch hier wird irgendwas drin gewesen sein. Da. Also Leute, jetzt wird es richtig massiv. Ihr könnt es vielleicht noch nicht erkennen. In diesem Bereich. Da ist ein gigantisches Kanonenschild. Ich fasse es nicht. Wir haben tatsächlich noch die 4. Bettung gefunden. Oh. Meine Güte. Und hier ist nichts mehr, ne? Nichts mehr zu erkennen. Vielleicht nur ein Tierpfad oder sowas. Oh. Guck dir das mal an, ey. Ist das krass. Junge, Junge, Junge. Noch eine mit Kanonenschild. Oh. Auch wieder kaputt gemacht hier vorne. Oh, ey, guckt euch das mal an, ey. Da, so werden die dann alle ausgesehen haben. Oh. Junge, 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 Junge. Da hat einer sein Nest gebaut, aber das ist schon leer. Deshalb diese Platte da unten, die wir vorhin gesehen haben, da ist nochmal das Kanonenschild davor.
Nochmal die Ansicht jetzt von Melanie aus. Und deshalb diese Platten da unten, ne? Da ist nochmal so ein dickes Kanonenschild davor gewesen. Und hier ist auch dieser Ring, den ich vorne in der Einbettung gesehen habe, hier unten. Jetzt ergibt das auch einen Sinn, der gehört auch dazu. Hoho. Ah, krass. Ja, ist auch wieder der gleiche Typ. Meine Güte, ey. Das hätte ich nicht gedacht, dass das in der Form hier noch steht. Klar, zerstört. Ist logisch, aber das ist schon krass. Wahnsinn. Ich bin absolut perplex. Das sind ein paar richtig krasse Funde. Ja, und auch hier haben wir wieder das Identische. Hier auch. Wieder nur diese kleinen Kammern. Also das ist wirklich, bis auf die dritte Bettung, die wir angelaufen haben, waren die anderen drei halt identisch. Die eine war nur ja, mit Bruchstein ausgekleidet und vielleicht stand da auch was anderes, wobei es halt von 4 10 cm Kanonen die Rede ist. Aber es ist wirklich gigantisch einfach nur, dass man sowas hier noch am Atlantikwall findet. So Leute, dann war es das jetzt hier mit diesem Video. Das war jetzt nochmal wieder eine richtig krasse Anlage des Atlantikwalls. Und das einfach nochmal in ihrer Ursprünglichkeit zu sehen. Also wir reden hier nicht von museal aufgemacht oder keine Ahnung in Szene gesetzt, sondern das ist einfach noch Lost Place, Lost diese Anlage. Und ja, es ist einfach nicht komplett abgebaut worden. Es ist hier nur zerstört worden, die Kanonen. Das ist klar, damit das halt nicht mehr weiter verwendet werden kann. Aber es rostet nur noch vor sich hin und das finden wir mit am authentischsten und das, was halt für uns mit richtig Spaß macht, sowas halt zu erkunden, zu entdecken. Einfach nur so diesen Indiana Jones-like mäßigen ja, Suchen und Finden von diesen Anlagen und dann halt sowas zu finden. Ne? Das ist halt krass. Es ist nicht besprüht, es ist nicht verunstaltet. Klar, hier und da liegt irgendwo mal Müll rum. Das ist auch schon, ja, wo liegt halt kein Müll rum. Aber das war richtig krass. Also wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet hier wieder was mit uns zusammen entdecken. Lasst uns auf jeden Fall ein paar Kommentare da, was ihr von der ganzen Anlage hier haltet. Ob ihr schon mal diese Geschütze vielleicht intakt gesehen habt und nicht in diesem Zustand. Und ja, Like, Abo, die Glocke nicht vergessen, damit ihr das nächste Video hier, was wir online setzen, nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also macht's gut. Ciao.